Wir schauen auch an diesem Morgen in die Region rund um Los Angeles mit aktuellen Bildern, die uns zugespielt wurden. Die Zahl der Todesopfer, ich habe es gerade eingangs der Sendung genannt, die wurde nach oben korrigiert bei den Bränden in Los Angeles. Die Behörden gehen jetzt von mindestens 10 Todesopfern aus. Aber man schließt eben auch nicht aus, dass, wenn die Löscharbeiten vollendet worden sein sollten, beziehungsweise die Brände zurückgehen, weitere Tote gefunden werden. Insgesamt ist es auch so, dass bis zu 10.000 Häuser bereits zerstört worden sind, den Flammen zum Opfer gefallen sind. Vor allem eben das Palisades-Feuer hat nach offiziellen Angaben 5.300 Gebäude zerstört. Der private Wettervorhersagedienst AccuWeather schätzt den Schaden und den wirtschaftlichen Verlust dieser Brände auf 135 bis 150 Milliarden Dollar. Und das wird höchstwahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn nach wie vor, und Sie sehen es auch auf den Bildern, gibt es zwar einige Regionen, wo die Brände gar keine Nahrung mehr finden, weil sie sich bis nach unten, bis zur Küste durchgefressen haben, aber im Hinterland, gerade im Norden und im Nordosten bzw. Westen, da gibt es noch zahlreiche eben dieser verheerenden Flammenmeere, die nach wie vor gelöscht werden. Aber das ist gar nicht so einfach, weil es nach wie vor in den entsprechenden Regionen auch an Wasser fehlt. Guten Morgen von Berlin nach Los Angeles, in die Region von Los Angeles. Und ich habe es gerade gesagt, Michael Wöllenweber, teilweise die Feuer von selbst erloschen, ausgegangen. Warum? Es ist nichts mehr da, was brennt. Und genau dort stehst du. Das heißt aber nicht, dass die Katastrophe schon vorüber ist. Nein, die Katastrophe ist überhaupt noch nicht vorbei. In den Palisades, hier zum Beispiel hinter mir, ist diese Feuersbrunst regelrecht hinweggefegt mit unheimlicher Geschwindigkeit und hat alles aufgefressen, was zu finden war. Das Geschehen hat sich vielleicht ein bisschen jetzt verlagert. Es gibt 2 weitere sehr gefährliche Brandherde, die im Laufe des Tages sich auch noch einmal stark vergrößert haben. Und was man hier befürchtet ist, dass der Wind auch weiter wieder auffrischen wird und dem Feuer natürlich dann noch einmal zusätzlichen Push gibt. Und zu der Zahl der Toten vielleicht, die du ja schon erwähnt hast, zu den 10 Todesfällen, die jetzt registriert sind. Ja, man geht tatsächlich davon aus, und das war auch bei früheren Waldbränden der Fall, dass dann, wenn Bilanz gezogen werden musste, dass die Zahl doch noch massiv nach oben korrigiert werden musste. Also von Entwarnung auf jeden Fall kann man hier in Los Angeles überhaupt nicht reden. Entwarnung also nicht, weil es noch zahlreiche Brände gibt, weil noch zahlreiche Menschen höchstwahrscheinlich evakuiert werden müssen. Wo liegen denn die Probleme bei der Bekämpfung der Brände, Michael? Naja, zum einen gibt es zu wenig Löschwasser. Zum Beispiel Feuerwehren haben inzwischen auch schon dünnere Schläuche genommen, um trotzdem noch Druck zu haben. Aber nicht mehr die Masse letztendlich hatten sie dann zur Verfügung. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich diese Trockenheit, die es über mehrere Monate hier gegeben hat. Und eigentlich der unglückliche Zufall dann, dass es zum Jahreswechsel im vergangenen Jahr sehr stark dann auch geregnet und geschneit hatte. Also sehr viel Wasser tatsächlich zur Verfügung stand, und das hat die Vegetation eigentlich dann zum Sprießen gebracht und anschließend zum totalen Austrocknen, so dass im Unterholz sehr viel Möglichkeiten sind für das Feuer dort anzugreifen. Das erschwert es tatsächlich zusätzlich. Das sah man dann auch zum Beispiel heute doch dann sehr häufig. Es waren sehr viele Helikopter unterwegs, die Wasser abgeworfen haben, also aus der Luft wurde bekämpft. Aber man hatte den Eindruck, dass also die Erfolge dann doch begrenzt gewesen sind, weil einfach das Land, der Boden, das Unterholz viel zu trocken ist und Feuer doch oder für das Feuer doch eine sehr leichte Nahrung ist. Michael Wöllenweber, recht vielen Dank für diese Information.